Servus und herzlich willkommen zu unserer kleinen Ruderserie. Ich bin Karl und heute in der zweiten Folge möchte ich euch ein paar Tipps für das Rudertraining an die Hand geben. Zur Unterstützung ist wieder mit dabei Christine. Bist du bereit? Dann starten wir. Die Fußposition und den Widerstand haben wir bereits eingestellt. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie das funktioniert, guckt gerne nochmal in unsere erste Folge rein. Da haben wir das bereits euch erklärt. Für das normale Training ist es wichtig, am Anfang mit 10 Minuten anzufangen. Das reicht vollkommen aus. Wir wollen uns konzentrieren auf die Bewegungsausführung und uns nicht gleich übernehmen. Als langfristiges Ziel würde ich empfehlen, 20 bis 30 Minuten, dreimal die Woche zu absolvieren. Denn Rudern als eine Ganzkörpersportart empfiehlt sich da einfach, weil wir einen hohen muskulären Anteil haben und natürlich trotzdem das Cardio mit verbinden. Und das Ganze in einer sehr gelenkschonenden Bewegung, was uns hilft, das auch langfristig ausführen zu können. Heute soll unser Ziel sein, die Bewegung. Das heißt, wir stellen uns wieder den smarten Trainer ein und versuchen, die Bewegung nochmal perfekt zu verinnerlichen. Okay, dann fangen wir an. Wir denken immer nochmal daran, an den Bewegungsablauf. Immer erst die Beine, Oberkörper, Arme. Und wenn wir wieder vorrollen, das Ganze rückwärts. Erst die Arme, dann der Oberkörper, dann die Beine. Dabei hilft uns wieder der Trainer beim Auchletics, wodurch wir uns über die ganze Zeitdauer motivieren können. Empfehlenswert ist jetzt nicht nur auf die Wattleistung zu gucken, die wir ziehen, sondern eher den Fokus jetzt am Anfang auf den Trainer zu legen und das Ganze bei ungefähr 20 Schlägen pro Minute. Als kleinen Tipp noch, immer die Unterarme und die Handgelenke gerade lassen. Das sieht man hier gut. Christine dreht gerade ab und zu das Handgelenk. Wir sind aber nicht in keinem Ruderboot, wir müssen die Blätter nicht abdrehen. Auf dem Ergometer können wir das alles gerade halten und auf einer Ebene hin und her ziehen. Wer bei dem Rhythmus noch Probleme hat, kann auf der Trainereinstellung den Rhythmus mal auswählen. In dem Fall hat Christine das perfekte Verhältnis. Der Rhythmus beschreibt im Groben, wie schnell man durchzieht und wie langsam man im Verhältnis nach vorne rollt. Grob kann man von dem Verhältnis von 1 Sekunde Durchzug und 2 Sekunden Rollen ausgehen. Das heißt, strengt euch an im Durchzug und erholt euch beim Freilauf. Als Ziel kann man sich hier auch immer setzen, dass man in der Trainerfunktion die 100 Punkte erreicht. Und wer das über 20 bis 30 Minuten schafft, kann dann gerne den Widerstand erhöhen und somit auch die Intensität steigern. Ich denke, für heute reicht's. Wenn euch das Video wieder gefallen hat und euch weitergebracht hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt zum Gerät, zu irgendwelchen Einstellungen oder noch zur Rudertechnik, dann schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, auf zum nächsten Video. Tschüss!